Willkommen bei Mystery Zone. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, was passiert, wenn ein Flugzeug einfach so vom Himmel verschwindet? Spurlos, wie ein Stein, der ins Wasser fällt. Oder wenn Flugzeugunglücke passieren, die so bizarr, so unerklärlich sind, dass sie einem Film entsprungen sein könnten? In diesem Video begeben wir uns auf eine Reise in die dunkelsten Stunden der Luftfahrt. Wir werden die 10 geheimnisvollsten und berühmtesten Flugzeugunfälle untersuchen, bei denen die Welt bis heute nach Antworten sucht. Vom Verschwinden von Flugzeugen ohne jede Spur bis hin zu Vorfällen, die selbst die erfahrensten Ermittler an ihre Grenzen brachten. Waren diese Unfälle einfach nur tragische Zufälle? Oder verbirgt sich hinter all dem etwas Größeres, etwas Unheimlicheres? Bleibt dran und vielleicht, nur vielleicht, lüften wir gemeinsam die Geheimnisse, die in den Trümmern der Vergangenheit schlummern. Am 8. März 2014 startete Flug MH370 der Malaysia Airlines in Kuala Lumpur mit dem Ziel Peking. An Bord 239 Seelen, ahnungslos, dass sie Teil eines Mysteriums werden würden, das die Welt in Atem halten sollte. Eine Stunde nach dem Start über dem südchinesischen Meer geschah das Unfassbare. MH370 verschwand von den Radarschirmen. Keine Notrufe, keine Spur, nichts. Die internationale Gemeinschaft reagierte sofort. Eine gigantische Suchaktion wurde gestartet, die sich über den gesamten Indischen Ozean erstreckte. Doch die Hoffnung, die Maschine oder gar Überlebende zu finden, schwand mit jedem Tag. Die Familien der Opfer, gefangen zwischen Ungewissheit und Verzweiflung, klammerten sich an jeden Strohhalm. Nach Jahren der Suche wurden schließlich Trümmerteile an den Küsten des Indischen Ozeans gefunden. Ein trauriger Beweis für das Schicksal von MH370. Aber was genau zum Absturz führte, bleibt bis heute ungeklärt. War es ein katastrophales technisches Versagen, ein terroristischer Akt? Oder spielte gar etwas Unheimlicheres eine Rolle? Die Theorien schießen wie Pilze aus dem Boden, doch handfeste Beweise fehlen. MH70 bleibt ein Mahnmal für die Grenzen unserer Erkenntnis, ein geisterhaftes Rätsel, das uns daran erinnert, wie wenig wir über die Tiefen des Schicksals und die Geheimnisse des Himmels wirklich wissen. Das Bermuda-Dreieck. Ein Ort, der seit Jahrhunderten Schauergeschichten und Legenden nährt. Ein Ort, an dem Schiffe und Flugzeuge spurlos verschwinden, verschluckt von einer unsichtbaren Kraft. Und mitten in diesem Mysterium steht Flug 19. Ein Vorfall, der bis heute nichts von seiner Unheimlichkeit verloren hat. Dezember 1945. 5 TBM Avenger. Torpedobomber der US Navy starten zu einem Routine-Übungsflug von Fort Lauderdale, Florida. An Bord 14 junge Männer, unerfahren, aber voller Tatendrang. Doch dieser Flug sollte ihr letzter sein. Über dem Bermuda-Dreieck gerät Flug 19 in Schwierigkeiten. Die Funksprüche des Flugleiters zeichnen ein Bild der Verwirrung und Panik. Die Kompasse der Piloten spielen verrückt, die Sicht ist schlecht. Dann Stille. Flug 19 ist verschwunden. Eine groß angelegte Suchaktion bleibt erfolglos. Weder die Flugzeuge noch die Leichen der Besatzung werden jemals gefunden. Was ist mit Flug 19 passiert? Waren es extreme Wetterbedingungen, menschliches Versagen oder lauert im Bermuda-Dreieck tatsächlich eine unbekannte Gefahr,
die Flugzeuge und Schiffe verschlingt? Bis heute gibt es keine befriedigende Erklärung für das Verschwinden von Flug 19. Der Vorfall bleibt ein ungelöstes Rätsel, das unsere Fantasie beflügelt und uns an die Grenzen unserer Erkenntnis erinnert. Können wir durch die Zeit reisen? Ist es möglich, in andere Dimensionen vorzudringen? Flug 914, auch bekannt als der Zeitreisende, nährt diese Fantasien und wirft Fragen auf, die uns bis in die Grundfesten unserer Realität erschüttern. Die Geschichte klingt wie aus einem Science-Fiction-Roman. 1955 verschwindet ein Flugzeug der Pan Am auf dem Weg von New York nach Miami spurlos von den Radarschirmen. Jahrelang gilt die Maschine als verschollen. Die Angehörigen der Passagiere und der Crew müssen mit dem Ungewissen leben. Doch dann, 37 Jahre später, im Jahr 1992, geschieht das Unfassbare. Flug 914 taucht wieder auf, am selben Ort, an dem er verschwunden war. Die Passagiere und die Crew scheinen wohlauf, wenn auch verwirrt. Sie berichten von einem kurzen Flug und wundern sich über die Aufregung. Die Geschichte von Flug 914 klingt zu schön, um wahr zu sein, und das ist sie wahrscheinlich auch. Es gibt keine offiziellen Aufzeichnungen über diesen Vorfall, keine Beweise, die die Geschichte stützen. War es ein PR-Gag, ein modernes Märchen? Oder ist etwas Wahres an der Geschichte dran, etwas, das wir mit unserem derzeitigen Wissen nicht erklären können? Flug 914 bleibt ein Mysterium, das die Menschen in seinen Bann zieht. Eine Geschichte, die uns daran erinnert, dass die Grenzen zwischen Realität und Fiktion manchmal verschwimmen können. Kapitel 4 17. Juli 1996. Ein lauer Sommerabend in New York. Flug TWA 800, eine Boeing 747, bereitet sich auf seinen Transatlantikflug nach Paris vor. An Bord 230 Menschen voller Vorfreude auf ihre Reise. Doch der Traum vom Flug über den großen Teich sollte sich in einen Albtraum verwandeln. Nur wenige Minuten nach dem Start, während die Maschine noch im Steigflug ist, geschieht das Unfassbare. Eine Explosion erschüttert TWA 800. Augenzeugen am Boden berichten von einem Feuerball am Himmel, der in den Atlantik stürzt. Die Katastrophe ist perfekt. Alle 230 Menschen an Bord sterben. Die Ermittlungen der US-amerikanischen Behörden konzentrieren sich zunächst auf einen möglichen Terroranschlag. Die Angst vor einem weiteren Anschlag wie dem auf Pan Am Flug 103 über Lockerbie wenige Jahre zuvor ist groß. Doch die Beweise für einen Anschlag bleiben dünn. Nach jahrelangen Untersuchungen kommt das FBI zu dem Schluss, dass die Explosion durch einen Kurzschluss im Tank des Mittelflügels ausgelöst wurde. Doch Zweifel an dieser Theorie bleiben. War es wirklich ein Unfall oder wurde die Wahrheit vertuscht, um Panik zu vermeiden? TWA 800 ist mehr als nur ein Flugzeugabsturz. Es ist ein Trauma, das tiefe Narben hinterlassen hat und ein Mahnmal dafür, dass selbst in Zeiten des Friedens Gefahr lauert. Kapitel 5 Stellt euch vor, ein Flugzeug fliegt scheinbar führerlos durch die Lüfte. Kein Pilot am Steuer, keine Kommunikation, ein Geisterflugzeug, das ziellos umherirrt. Was wie ein Thriller-Plot klingt, ist in der Realität mehrfach geschehen. Eines dieser Ereignisse sticht besonders hervor, ein Vorfall, der uns bis heute erschaudern lässt. Es begann mit einem Routineflug. Ein Verkehrsflugzeug, voll besetzt mit Passagieren, startet zu seinem Ziel. Doch dann Funkstille. Der Kontakt zur Crew bricht ab, das Flugzeug reagiert nicht mehr auf Anweisungen der Fluglotsen. Panik macht sich breit. Jäger werden losgeschickt, um das Flugzeug abzufangen. Doch als sie sich dem Geisterflugzeug nähern, machen sie eine verstörende Entdeckung.
Das Flugzeug ist intakt, fliegt ruhig weiter, aber im Cockpit ist niemand zu sehen. Nach einer gefühlten Ewigkeit landet das Flugzeug, wie von Geisterhand gelenkt, sicher auf einem Flughafen. Die Erleichterung ist groß, doch die Fragen bleiben: Wer oder was hat das Flugzeug gelandet? War es ein technisches Wunder? Ein Fall von Autopilotversagen, das unerwartet gut ausging? Oder steckt etwas viel Rätselhafteres dahinter? Etwas, das wir nicht erklären können? Das Mysterium des Geisterflugzeugs erinnert uns daran, dass es Phänomene gibt, die sich unserer Kontrolle entziehen, Ereignisse, die uns an den Grenzen der Logik und des Verstehens zurücklassen. Kapitel 6, 31. Oktober 1999. Die Boeing 767 von Egyptair startet vom JFK International Airport in New York mit Ziel Kairo. An Bord 217 Menschen aus aller Welt. Doch dieser Flug sollte nie sein Ziel erreichen. Nur 33 Minuten nach dem Start verschwindet Flug 990 von den Radarschirmen und stürzt in den Atlantik. Der Schock sitzt tief, die Trauer ist grenzenlos. Doch bald werden die Fragen nach dem Warum lauter. Was hat diesen tragischen Absturz verursacht? Die Ermittlungen der US-amerikanischen Behörden ergeben, dass der Co-Pilot Jamil al-Batouti den Absturz absichtlich herbeigeführt hat. Angeblich soll er die Maschine im Sinkflug in den Tod gesteuert haben, während der Kapitän verzweifelt versuchte, die Kontrolle zurückzuerlangen. Doch die ägyptische Regierung weist diese Theorie vehement zurück. Sie argumentiert, dass ein technischer Defekt für den Absturz verantwortlich sei. Bis heute konnte die genaue Ursache des Absturzes nicht geklärt werden. War es Selbstmord, ein terroristischer Akt oder doch ein technisches Versagen? Egypt Air 990 bleibt ein ungelöstes Rätsel, ein tragischer Beweis dafür, wie zerbrechlich das Leben ist und wie schnell es enden kann. Kapitel 7. Flug 800. Rätselhafter Absturz über Long Island. 17. Juli 1996. Ein Datum, das sich tief in das Gedächtnis der USA eingebrannt hat. An diesem Tag stürzte TWA Flug 800, eine Boeing 747, kurz nach dem Start in New York in den Atlantik. Alle 230 Menschen an Bord kamen ums Leben. Doch die Tragödie von Flug 800 ist mehr als nur ein Flugzeugabsturz. Es ist ein Mysterium, das bis heute Rätsel aufgibt. Die Maschine war auf dem Weg von New York nach Paris, als es geschah. Augenzeugen berichteten von einem Feuerball am Himmel, dann der Absturz ins Meer. Sofort wurden Spekulationen über einen Terroranschlag laut. Die Angst vor einem weiteren Anschlag, wie dem auf Pan Am Flug 103 über Lockerbie, war groß. Doch die Ermittlungen der US-amerikanischen Behörden ergaben keine Hinweise auf einen Anschlag. Stattdessen konzentrierte sich die Untersuchung auf ein mögliches technisches Versagen, genauer gesagt auf den zentralen Treibstofftank der Boeing 747. Doch auch diese Theorie konnte nicht alle Zweifel ausräumen. Einige Experten argumentieren, dass die Explosion im Tank zu schwach gewesen sei, um einen solchen Absturz zu verursachen. War es doch ein Anschlag oder gab es eine ganz andere Erklärung für die Katastrophe? Flug 800 bleibt ein ungelöstes Rätsel, ein Mahnmal für die Grenzen unserer Erkenntnis und die Zerbrechlichkeit des Lebens. Kapitel 8. American Airlines, Flug 11, der Tag, der die Welt veränderte. 11. September 2001. Ein Tag, der sich für immer in das Gedächtnis der Menschheit eingebrannt hat. An diesem Tag wurden die USA von einer beispiellosen Terrorattacke erschüttert, die die Welt für immer verändern sollte. 4 Flugzeuge wurden von Terroristen entführt
und als Waffen eingesetzt, um Tod und Zerstörung zu verbreiten. Eines dieser Flugzeuge war American Airlines Flug 11, eine Boeing 767, die auf dem Weg von Boston nach Los Angeles war. An Bord 92 Menschen, darunter die 5 Terroristen, die die Kontrolle über das Flugzeug übernahmen. Um 8:46 Uhr Ortszeit raste Flug 11 mit voller Wucht in den Nordturm des World Trade Centers in New York. Die Bilder des brennenden Wolkenkratzers gingen um die Welt und lösten Entsetzen und Fassungslosigkeit aus. Die Welt stand unter Schock. Wie konnte es zu einem solchen Anschlag kommen? Wer waren die Täter? Und welche Motive steckten dahinter? Schnell wurde klar, dass die Terrororganisation Al-Qaida unter der Führung von Osama bin Laden für die Anschläge verantwortlich war. Der 11. September 2001 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte. Die Anschläge zeigten die Zerbrechlichkeit unserer Welt und die Bedrohung durch den internationalen Terrorismus auf. Kapitel 9 Flug 431 Kampf gegen die Elemente 22. April 1993 Ein Airbus A300 der Indian Airlines, Flug 431, befindet sich im Landeanflug auf den Flughafen von Aurangabad in Indien. An Bord 212 Passagiere und 10 Besatzungsmitglieder. Die Stimmung an Bord ist gelöst, die Landung nur noch wenige Minuten entfernt, doch dann schlägt das Schicksal zu. Die Maschine gerät in einen heftigen Sturm. Starke Winde, heftiger Regen und schlechte Sicht erschweren die Landung. Plötzlich ein lauter Knall Triebwerk Nummer 1 fällt aus. Die Piloten kämpfen verzweifelt um die Kontrolle über das Flugzeug, doch die Maschine sackt immer weiter ab. Mit einem ohrenbetäubenden Knall schlägt Flug 431 auf dem Boden auf und bricht auseinander. Die Trümmerteile verteilen sich über ein weites Feld. Rettungskräfte sind schnell vor Ort, doch für viele Passagiere kommt jede Hilfe zu spät. Die Unfallursache war schnell gefunden. Der Ausfall des Triebwerks, vermutlich durch Vogelschlag, hatte den Absturz verursacht. Doch warum gelang es den erfahrenen Piloten nicht, die Maschine trotz des Triebwerksausfalls sicher zu landen? Flug 431 ist ein trauriges Beispiel dafür, wie schnell sich ein Routineflug in eine Katastrophe verwandeln kann. Und es ist eine Mahnung daran, dass selbst die modernste Technik und das größte Können manchmal machtlos gegen die Gewalt der Natur sind. Kapitel 10 Flug 253 Das Rätsel im Mittelmeer 29. August 1970 Eine Douglas DC-9 der niederländischen Fluggesellschaft KLM startet vom Flughafen Amsterdam-Schiphol zu einem Routineflug nach Athen. An Bord 37 Passagiere und 7 Besatzungsmitglieder. Nichts deutet auf eine Katastrophe hin, doch dieser Flug sollte nie sein Ziel erreichen. Über dem Mittelmeer, kurz vor der griechischen Küste, geschieht das unfassbare. Flug 253 verschwindet spurlos von den Radarschirmen. Keine Notsignale, keine Funksprüche, nur Stille. Die Maschine ist wie vom Erdboden verschluckt. Sofort wird eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Schiffe und Flugzeuge aus mehreren Ländern durchkämmen das Mittelmeer, doch von Flug 253 fehlt jede Spur. Die Ungewissheit über das Schicksal der Passagiere und der Crew ist unerträglich. Nach tagelanger Suche werden schließlich Trümmerteile im Meer gefunden. Ein verheerender Beweis für das Schicksal von Flug 253. Doch was zum Absturz der Maschine geführt hat, bleibt bis heute ein Rätsel. Theorien gibt es viele: technisches Versagen, menschliches Versagen, sogar ein Anschlag wurde in Erwägung gezogen, doch handfeste Beweise fehlen. Flug 253 bleibt ein ungelöstes Mysterium
Ein Mahnmal für die Unberechenbarkeit des Lebens und die Geheimnisse, die in den Tiefen des Meeres verborgen liegen. Wie wir in diesem Video gesehen haben, sind die Lüfte voller ungelöster Rätsel. Flugzeugabstürze, die sich jeglicher Logik widersetzen, mysteriöse Verschwinden lassen, die uns bis heute den Atem stocken lassen. Obwohl offizielle Ermittlungen oft eine Erklärung liefern, bleiben Zweifel und Fragen zurück. Waren es wirklich nur tragische Unfälle oder verbergen sich hinter den Kulissen dunklere Geheimnisse, die ans Licht drängen? Die Wahrheit mag da draußen sein, irgendwo zwischen den Wolken verhangen, versteckt in den Tiefen des Ozeans. Und vielleicht, nur vielleicht, werden wir eines Tages die Antworten auf diese Rätsel finden. Danke fürs Zuschauen.